Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Öfter mal was Neues. Ich habe mir überlegt, wir machen zum Wochenstart heute mal ein kleines Auswahlorakel, Impulse für die neue Woche. Ich hoffe, es geht euch allen sehr gut. Zu meinem Zustand möchte ich heute mal nichts sagen. Es ist halt, wie es ist, ne? Ich hoffe, ihr habt es jetzt nicht gesehen. Da könnt ihr dann nachher eine Seite auswählen. Ich lege es jetzt nochmal weg und wir schauen uns an, was im Allgemeinen so auf uns zukommt diese Woche, welche Themen begünstigt sind. Ja, hier kommen Weggabelungen, Entscheidungen, ein neuer Weg, Möglichkeiten aus einer verstrickten Situation rauszukommen, irgendwo einen Neubeginn zu wagen. Vielleicht hat man auch Entscheidungen zu treffen, die mit Eltern oder Kindern zu tun haben, oder man kann auch sehen, dass zum Beispiel Leute aufeinander zugehen, den Weg zueinander finden. Es kann innerfamiliär sein. Denkt immer dran, das ist eine kollektive Legung. Ich habe, eigentlich möchte ich es nicht immer wieder sagen, aber man muss es einfach, weil es nicht verstanden wird, dass eine Legung für alle nicht persönlich ist. Okay, es wird jetzt einfacher. Es kann hier gehen, dass man irgendwelche Entscheidungen oder Wege oder so oder Optionen nutzt, die haben mit Eltern, Kindern Thema zu tun oder aus dem Bereich der Vitalität kommend, ne? Dass man da irgendwie zusammen versucht, etwas umzusetzen. Das Leben spricht mit einem. Die Erdung ist hier sehr wichtig auch. Die persönliche Kraft. Ja, und hier kommt die Sonne. Mega. Egal, was hier so auf den Weg zu bringen ist, mit der Sonne in diesem Haus haben wir hier beste Möglichkeiten, die Ja-Karte sozusagen. Ich sehe auch, dass sich eine Situation stabilisiert. Hier ist der Genesungsfaktor sehr hoch auch. Es kann hier auch sein, dass euch jemand eine Entscheidung oder eine Option mitbringt, die ihr bisher nicht bedacht habt. Und ja, wo man sagt, okay, das ist jetzt der Schlüssel zu irgendetwas, eine Lösung sozusagen. Wir haben Hindernisse. Und wir kommen hier schön voran, ne? Also hier gilt es, Hindernisse zu überwinden, eine neue Lebensenergie zu kriegen, ein bisschen aufzutanken. Es kann sein, dass das Umfeld uns hier fordert, dass wir viel unterwegs sind, geistig oder auch auf der Ebene draußen. Bewegung ist angezeigt, Kommunikation und Umbruch, Anfang und Ende, typische Situation, Blockadenlösung, etwas kommt in Fahrt. Es kann hier etwas Finanzielles sein oder auch eine schicksalshafte Nachricht oder eine Auflösung des Themas Fülle, ja, oder eine stagnierende finanzielle Situation, eine finanzielle Herausforderung. Möglicherweise geht es hier auch um schicksalshafte Nachrichten. Und es ist ein Thema, das irgendjemand auf der Seele klebt, das hier in einen schönen, ich nenne es jetzt Neubeginn geht, aber
wo man sich von etwas verabschiedet, es runterdrückt oder blockiert. Okay, ihr Lieben, schauen wir uns die Stapel an. Ups, da fallen die Entscheidungen gleich hinten runter. Ich lege es nochmal hin. Ich nehme diese Seite. Och, wie schön die Brennnessel. Kümmernisse fliegen davon. Hier findet Reinigung statt. Hier sorgt die Brennnessel dafür, dass Körper, Geist und Seele von Belastendem befreit werden und dass die Energie wieder frei fließen kann. Haben wir auch schon so im keltischen Kreuz gehabt. Wir haben das Gürteltier mit dem Schutzpanzer. Wir haben Sätze, Prioritäten und klasse Ding. Unwägbarkeiten. Ja, kann schon sein, dass es einen Weg gibt, der dornig ist oder herausfordernd oder wo man auch denkt, irgendwo hängt etwas fest, es geht nicht weiter. Und hier kommt sozusagen der erste Schritt, der einfach ist, dass man akzeptiert. Also hier ist Akzeptanz sehr wichtig. Das Erkennen von, wie sind eigentlich die Gegebenheiten, bevor ich jetzt ohne Ziel hier voranpresche und mich immer mehr in dieser Dornenhecke, ja, ich sage mal, verharre. Und hier ist Timing spielt eine Rolle. Das passt auch mit den Prioritäten, ne? Dass man einfach sagt, ich warte lieber und ich kämpfe nicht um alles, sondern ich lasse auch mal zu, dass ich im Vertrauen bin, anstatt, wenn die Zeit wirklich noch nicht ganz reif ist, immer wieder sich zu pieken an der Dornenhecke. Mit dem Gürteltier brauche ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Hier geht es darum, dass man einen Panzer um sich herum hat, dass man sich schützt, dass man kämpft. Und das Gürteltier alleine bringt dir diesen Schutz, den du brauchst, um diesen Panzer auch abzulegen, um geleitet den Weg zu gehen. Und hier geht es einfach darum, das hat ein bisschen was Gleiches. Es geht darum, in einem gemächlichen, beruhigten Tempo und im Frieden und nicht in Kampfstimmung die Dinge zu Ende zu bringen, sondern eher so dieses getragene Gefühl zu haben. Wir nehmen mal noch einen Engel. Das sind zwei. Der Engel der Entscheidung, wie passend, und der Engel der Neugier. Hier kann es sein, dann hat etwas zu entscheiden, das war auch im keltischen Kreuz drin. Und es geht darum, den richtigen Weg einzuschlagen. Und hier ist der Engel der Entscheidungen mit an Bord. Und hier kann man auch wieder neugierig sein. Wir hatten das Kinderdasein, das Kind dabei, sich vom Leben überraschen zu lassen, anstatt zu panzern, ne, zu mauern. Sehr treffend. So, dann gucken wir die andere Seite an. Ihr habt die Eiche, den Schutzengel, den Ibis. Bei der Eiche seht ihr auch das gut Geerdete, ne? Dieses wie eine Eiche dastehen. Den Baum hatten wir auch in der Legung vorher. Es geht um das Vereinen der Polaritäten. Und wieder so mit dem Feuer des Herzens die Dinge umzusetzen. Mit dem Ibis habt ihr hier das Thema Weisheit, ja, Erfahrungen, Magie, möglicherweise auch das Schreiben wird hier angezeigt, ne? Also dieses Aufschreiben von Dingen, was euch helfen könnte. Die zwei Karten passen auch unheimlich gut zueinander, weil die sagen eigentlich, dass es wichtig ist, dass du deine Energie auftankst, deine Kraftreserven mobilisierst,
dass du dein Innerstes zu Papier bringst. Der bringt Ausdauer mit und auch Genauigkeit. Der fordert dich auf, dich nicht zu verausgaben, sondern diese Kraft zu halten. Und die Weisheit, die in dir wohnt oder in deinem Herzen, dass du die auch aussprechen kannst. Jetzt habt ihr hier den Erdgeist mit dem Thema Beständigkeit. Dahinter steckt natürlich der Impuls, dass man bilanziert, was hat man erreicht, wo will man noch hin. Dass man in sich geht, das ist alles ein innerer Prozess. Dass man mehr Erdung braucht, das passt hier auch wunderbar. Und dass du dir Zeit nimmst, Dinge zu planen, anstatt dich zu verausgaben und dann Schritt für Schritt deinen Weg gehst. Im Augenblick ankommen, zur Ruhe finden, die Wurzeln erforschen. Die Vergangenheit ehren ist auch nicht immer so leicht, ne? Es geht einfach darum, über sein Leben nachzudenken und über den Status, wie geht es mir mit allem, wie es ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Wochenstart. Ich drücke euch und bis morgen.